Hallo zusammen und wieder einmal herzlich willkommen bei Mona kocht. Heute zeige ich euch einen angesetzten Nusslikör nach dem Rezept meiner Großmutter. Dazu sollten die noch grünen Walnüsse unbedingt zur Sommersonnenwende gepflückt werden. Und wie das genau gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Als Zutaten brauche ich Vanilleschote, 9 Walnüsse, braunen Kandis, weißen Kandis, Zimtstange, Sternanis, Piment, Gewürznelken, einen Obstler mit 38% Alkohol und ein Einmachglas, um den Likör anzusetzen. Ihr solltet die Walnüsse wirklich am besten zur Sonnenwende pflücken, denn schon eine Woche später können die innenliegenden Nussschalen schon zu hart zum Schneiden sein. Zunächst werden die Nüsse gewaschen und dann mit einem Messer in Stücke geschnitten. Um die Nüsse zu zerkleinern, braucht ihr ein richtig scharfes Messer, eine feste Unterlage und Einmalhandschuhe. Die grünen Nüsse färben sehr stark auf alles ab, was mit dem Saft in Berührung kommt. Sie werden nun mit dem Messer in Stücke zerteilt. Dabei wirklich sehr gut auf die Finger aufpassen, denn man kann auch sehr schnell mit der Klinge abrutschen. Vor allem, wenn die innere Nussschale beginnt zu verhärten. Wie ihr hier sehen könnt, sind sie innen noch ganz weiß. Sie werden allerdings nach und nach dunkler. Mit den anderen Nüssen genauso verfahren. Manche lassen sich leicht teilen, aber bei anderen beginnt, wie erwähnt, die Schale schon innen härter zu werden. Seid also unbedingt vorsichtig mit dem Messer. Die klein geschnittenen Nüsse gebe ich nun in das Einmachglas. Am besten ihr nehmt ein Glas, das mindestens 1 Liter fasst. Dann wird sogleich mit dem Obstler aufgefüllt. Ruhig die ganze Flasche einfüllen. Dann das Glas mit Gummiring und Deckel gut verschließen. So sieht das jetzt aus und muss 10 Tage durchziehen. Am besten stellt ihr das Glas auf die Fensterbank. Bevor es mit dem Nussansatz weitergeht, werden die anderen Zutaten wie den braunen und den weißen Kandis sowie die Gewürze vorbereitet. Dazu wird die halbe Vanillestange aufgeschlitzt und die Nelken, Zimtstange, Piment und Sternanis werden im Mörser kräftig angedrückt. Dadurch kann der Alkohol die Aromen gut herauslösen. In den 10 Tagen auf der Fensterbank hat der Alkohol die Nüsse gut ausgelaugt und der Ansatz ist dunkelgrün-braun geworden. Da Walnuss sehr stark färbt, legt ihr euch am besten wieder eine Unterlage und Einmalhandschuhe bereit. Ich habe da einen praktischen Tipp für euch. Nehmt zum Absieben außer dem Sieb einfach noch ein handelsübliches Wäschenetz. Diese Netze sind sehr reißfest, dicht gewebt und geben keine Flusen ab. Außerdem sind sie auch bei heißen Temperaturen gut waschbar. Das Glas nun öffnen und umschütten. Jetzt könnt ihr auch gut sehen, wie dunkel der Alkohol geworden ist. Schüttet ruhig alle Gewürze mit ins Netz. Jetzt gut abtropfen lassen. Die Reste im Glas könnt ihr mit einem Küchentuch entfernen. Ihr könnt sie aber auch drin lassen, denn der Likör wird später ja noch einmal gefiltert. Wie ihr sehen könnt, hinterlassen die Nüsse sogar auf dem Glas einen dunklen Rand. Nach dem Abtropfen schütte ich den Grundstoff wieder zurück ins Einmachglas. Jetzt sind die Gewürze an der Reihe. Der Grund, warum ich 2 verschiedene Zucker verwende, ist, dass der braune Kandis den Geschmack unterstützt und abrundet. Der weiße Kandis ist ohne Eigengeschmack und liefert die notwendige Süße. Wenn ihr den Likör also süßer haben möchtet, dann solltet ihr mehr vom weißen Kandiszucker zugeben. Dann die aufgeschlitzte Vanilleschote einlegen und die zerdrückten Gewürze gleich hinterher. Keine Sorge wegen der kleinen Gewürzteilchen, der Likör wird ja nochmal gefiltert. Nun wieder fest verschließen und für weitere 10 Tage auf die Fensterbank stellen. Nach diesen 10 Tagen wird der Likör zum letzten Mal gesiebt. Am besten wieder mit Sieb und Wäschenetz. Der Likör kommt nun noch einmal ins Einmachglas zurück und wird verschlossen. Zum Reifen stellt ihr das Glas in den Keller. Ist der kühl und dunkel, wäre es ideal. Dort lasst ihr ihn ruhen bis zum Nikolaustag. Dann könnt ihr den Likör zum ersten Mal verkosten. Jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, mit Zuckersirup nachzusüßen, falls er euch zu herb ist.
Ihr könnt ihn aber ruhig noch ein paar Wochen weiter reifen lassen. Dadurch wird er runder und milder im Geschmack. Und so sieht der Walnusslikör fertig aus. Diesen hier habe ich ein ganzes Jahr reifen lassen. Er schmeckt nussig herb, ist aber dennoch mild im Mund. Für die ganz Süßen unter euch habe ich noch einen Tipp. Den Likör könnt ihr auch jetzt noch mit etwas Zuckersirup ganz individuell nachsüßen. Und wenn ihr ihn ausprobieren wollt, solltet ihr euch an der Sommersonnenwende, dem 21. Juni, als Pflücktermin orientieren. Schon eine Woche später kann die Nussschale im Innern zu hart zum Schneiden sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Die genauen Zutaten sind nochmal unten in der Infobox aufgeschrieben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie bitte in die Kommentare. Wer mich noch nicht abonniert hat, kann das natürlich sehr gern tun. Und über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Nun viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal, eure Mona.